Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um das Thema Tangentialebene. Ähnlich wie bei einer Tangente, die du vielleicht kennst, sucht man bei der Bestimmung von einer Tangentialebene nach der Gleichung von einer Ebene. Diese Ebene soll eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, nämlich, dass sie eine gegebene Kugel in einem gewissen Punkt berührt. Wie das funktioniert, zeige ich dir heute, das Ganze auch noch an einem Beispiel. Also, nochmal zur Grundvoraussetzung, du hast irgendwie eine Kugel. Ich kann das jetzt leider nur zweidimensional malen, es ist eine Kugel und irgendein Punkt auf dieser Kugel, beziehungsweise ich male es mal lieber hier hin. Das ist der Punkt B und jetzt ist eben gesucht die Gleichung der Ebene, die die Kugel genau in diesem Punkt B berührt. Das heißt, wenn du hier diese Kugel hast, hier ist der Berührpunkt, dann suchen wir in etwa diese Ebene hier, grob gesagt. Okay, also wir suchen eine Ebene, die nennen wir die Ebene T. Die soll eine Kugel K in einem Berührpunkt B berühren. Wenn du für die Kugelgleichung die folgende Gleichung hier hast, also x minus m im Quadrat ist gleich r Quadrat, dann erhältst du die Ebene der also die Gleichung der Tangentialebene, indem du einmal x minus m nimmst, also den Mittelpunkt der Kugel, mal und hier dann einsetzen Berührpunkt, also den Ortsvektor des Berührpunktes minus den Ortsvektor des Mittelpunktes. Das Ganze gibt dann eben r Quadrat. Genau. Falls der Mittelpunkt im Ursprung liegt, das heißt, du hast hier als Vektor jeweils den Nullvektor, dann vereinfacht sich das Ganze ein bisschen. Dann hast du zum einen für die Kugelgleichung hier kein minus m, also das fällt einfach weg. Entsprechend sieht deine Gleichung so aus. Und dann auch bei der Gleichung für die Tangentialebene, da fällt hier hinten auch jeweils das minus m dann weg, denn das wäre jeweils minus der Nullvektor, also ein Vektor, der nur die einträge 0 hat. Entsprechend wird sich das dann dazu vereinfachen. Genau, noch ein kurzes Beispiel. Also eine Aufgabe könnte etwa sein, bestimme die Gleichung der Tangentialebene, die die Kugel die Kugel mit dem Mittelpunkt M mit dem Radius 6 in B mit den Koordinaten 3, 1 und minus 1 berührt. Jetzt nehmen wir ganz einfach diese Gleichung hier. Wir setzen für m jeweils den Vektor mit den Einträgen 5, 5, 3 ein. X bleibt stehen. Für b setzen wir eben den Ortsvektor des Berührpunkts ein. Dann haben wir diese Gleichung hier. Die können wir jetzt noch vereinfachen. Also du kannst das hier nämlich berechnen. Dazu rechnest du einfach den Vektor minus den Vektor. Da hast du als Ergebnis, also hier oben im ersten Eintrag 3 minus 5 gibt minus 2, 1 minus 5 gibt minus 4 und minus 1 minus 3 sind minus 4. So, die Klammer hier vorne, hier habe ich jetzt anstatt der allgemeinen Bezeichnung für den Vektor x mal seine allgemeinen Einträge eingetragen, also x1, x2 und x3. Denn jetzt können wir diese Gleichung hier auch noch ausmultiplizieren. Dazu rechnen wir einmal den Vektor mal den minus den Vektor mal den. Also ganz standardmäßig, wie man ausmultipliziert. Hierbei musst du die Vorzeichen beachten, also ganz wichtig, hier vorne steht ein Minus, bedeutet, dass wenn wir jetzt ausmultiplizieren, dass wir uns hier vor jedem Eintrag eben ein Minus denken müssen. Insgesamt kommen wir dann auf die Gleichung x1 mal minus 2 sind minus 2x1, x2 mal minus 4 sind minus 4x2, x3 mal minus 4 sind minus 4x3 und dann eben minus 5 mal minus 2 gibt plus 10, minus 5 mal minus 4 gibt plus 20 und minus 3 mal minus 4 gibt eben plus 12. Das Ganze gibt 36 nämlich, also das entsteht durch das r Quadrat. So, jetzt können wir das hier mal zusammenfassen. 10 plus 20 sind 30, plus 12 sind eben 42. Das heißt, also ich kann jetzt hier auf beiden Seiten der Gleichung noch minus 42 rechnen. Dann komme ich entsprechend auf die Gleichung hier. Da habe ich dann eben 36 minus 42 sind minus 6.
Wenn man diese Gleichung hier hat, dann kannst du auch noch erkennen, dass du jetzt eben hier Koeffizienten hast, die alle durch -2 teilbar sind. Das heißt also, wir dürfen die Gleichung hier auch nochmal durch -2 teilen. Dann steht hier eben entsprechend für die Ebene der Tangentialebene x1 plus 2x2 plus 2x3 ist 3. Genau, also so funktioniert das mal ganz beispielhaft mit der Tangentialebene. Mich hat es gefreut, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Bis dann.